Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Explore von Humminbird. Ich bin der Nils Meuter von Humminbird und ich zeige dir jetzt hier auf dem Wasser die ersten Schritte, die du mit deinem Explore machen kannst und wie du das am besten einstellst. Als allererstes macht ihr ein Software-Update. Das sorgt dafür, dass euer Explore wunderbar flüssig läuft und alle neuen Features in der Software drin sind. Wir haben jetzt Strom drauf, der Geber ist im Wasser und jetzt mache ich es zum ersten Mal an. Und da müssen wir einiges einstellen, das zeige ich dir jetzt. Jetzt haben wir hier das erste Setup. Hier stellen wir natürlich die Sprache Deutsch ein, wenn wir das gerne auf Deutsch haben möchten. Wir können jetzt die Einheit zum Beispiel Explore 10 benennen. Zack. Jetzt ganz wichtig, Einheiten. Da das Geräte aus Amerika sind, sind die hier in anderen Einheiten eingestellt. Und jetzt ist es ganz einfach. Wir klicken einmal auf metrisch und alles ist perfekt. Meter, Celsius, kmh und so weiter. Und dann gucken wir mal weiter, was wir noch machen können. Datumsformat, da möchte ich immer gerne 24 Stunden haben. Ich stelle auch hier jetzt die Zeitzone ein und da haben wir hier die Zeitzone Amsterdam-Berlin, die nehmen wir. Und klar, Süßwasser haben wir, Schiffsabmessung ist für die Angler nicht so wichtig. Und dann tippe ich auf Weiter. Und jetzt komme ich zum Home-Bildschirm. Das erste, was ich jetzt mache, ist die Einbautiefe von meinem Geber richtig einstellen, damit ich immer die richtige Tiefe eingezeigt bekomme. Denn das ist eine der wichtigsten Grundfunktionen von einem Echolot. Dazu gehe ich hier auf Echolot, Geber-Setup und mache hier den Tiefenausgleich auf plus 30 cm, denn mein Geber, der ist ja jetzt 30 cm unter der Wasseroberfläche. Das heißt, ich muss noch 30 cm zu der Tiefe, die er gerade misst, addieren, um die korrekte Tiefe zu erhalten. Das erste, was ich mir jetzt angucke, ist meine 2D-Einstellung. Hier seht ihr schon, hier sind die 30 cm, die ich eingestellt habe. Hier kann ich zum Beispiel entscheiden, ob ich ein klares Bild haben will mit einem Filter oder ob ich alle Daten angezeigt haben möchte. Und dann muss ich selber dafür sorgen, ob da jetzt mehr Kontrast und Empfindlichkeit im Bild angezeigt wird. Das können wir aber immer auf die aktuellen Gegebenheiten dann am besten anpassen. Ich empfehle ganz besonders diesen Max-Modus, diesen mit allen Daten, wenn ich zum Beispiel eine Sprungschicht sehen will oder ich mit kleinen Ködern vertikal angel. Hier sieht man auch schon ganz klar, hier ist ein Objekt, was sich abgrenzt von der Bodenlinie. Dass das hier gerade so wellenartig ist, das liegt nur daran, dass hier einfach Wellen sind und das Boot eben angehoben wird. Aber hier liegt ein Fisch auf Grund. Das ist die hervorragende Zieltrennung vom Chirp-Sonar. So, jetzt mache ich das aber mir ein bisschen einfacher, dass das Bild gleich klar ist. Alles wunderbar. So nehme ich das. So, jetzt kann ich halt meine Favoriten hier schnell aufrufen. Das ist super. Aber die gefallen mir noch nicht. Wir konfigurieren uns jetzt
ein Favorit, zum Beispiel die Nummer 3. Die wollen wir jetzt verändern. So, hier wählen wir neue Ansicht und hier können wir die ganzen Frame-Aufteilungen uns anschauen. Ich benutze da gerne die hier und setze links oben die Karte. Dort setze ich gerne als gleiche Aufteilung dann das 2D-Sonar. Und hier unten nehme ich sehr gerne dann das Side-Imaging-Bild, denn das lebt ja durch die Displaybreite. Da brauche ich die komplette Breite. Und jetzt ist es auf der 3. Da klicken wir jetzt mal drauf. Zack. Und hier seht ihr schon, ich bin auf Maringsfleet. Aber hier sieht man auch schon Wegpunkte. Aber eine detaillierte Karte sehe ich nicht. Hier kann ich mal rein und raus zoomen. Kleiner Trick, wenn ihr mit 2 Fingern hier drauf geht, wird es groß. Wenn ihr hier rumgefahren seid, könnt ihr einfach auf die X-Taste drücken und zack, seid ihr wieder da, wo euer Boot ist. So, und jetzt schieben wir da mal eine Seekarte rein. Als Seekarte eignen sich besonders die Navionics-Karten, die kann ich euch sehr empfehlen. Sogar die Platinum Plus, um das Relief-Shading perfekt euch sichtbar zu machen. Ich werde da jetzt eine Navionics Plus Karte einsetzen und euch da ein paar Tricks und Kniffe zeigen. Kartenfach öffnen, vorsichtig die Micro SD da rein, einschieben, bis es Klick macht. Und jetzt kann ich hier, da zeigt er schon, er hat sie erkannt. Und ja, ich habe lange nicht mehr geupdatet. So, jetzt sehen wir hier Tiefenlinien, die eigentlich relativ grob sind. Jetzt zeige ich euch ein paar tolle Tricks, wie man die Karte viel besser für uns nutzbar macht. Und zwar auf Einstellungen, nochmal auf Einstellungen. Und jetzt setzen wir das Häkchen bei Sonartabellen. Das sind die Sonar-Charts. Und Dichte habe ich natürlich sehr hoch gesetzt, weil ich natürlich wirklich alle Details haben will. Und jetzt seht ihr schon, wenn ich hier ein bisschen ranzoome, dann sehe ich wirklich hier feinste Tiefenlinien. So, und jetzt seht ihr das hier schon in Blau, dass hier ab einer gewissen Tiefenlinie weiß und blau abgegrenzt ist. Und wenn ich zum Beispiel herausgefunden habe, dass die Zander jetzt gerade zum Beispiel auf, sagen wir mal, auf 7 Meter stehen, dann kann ich hier einfach bei Tiefenschattierung 7 Meter einstellen und alles, was tiefer als 7 Meter ist, wird dann in weiß dargestellt und alles, was flacher als 7 Meter ist, in blau dargestellt. Und so kann ich dann hier auf dem ganzen Gewässer, wenn ich einen Spot fertig beangelt habe, mir auf dem ganzen Gewässer die 7-Meter-Linie angucken und dann gegebenenfalls viel schneller einen anderen ähnlichen Spot finden. Dann zeige ich euch noch etwas. Wenn ihr mehrere Echolote an Bord habt, könnt ihr hier gemeinsame Bearbeitungen aktivieren und das, was ihr dann hier einstellt, das ist dann auch auf den anderen Echoloten in eurem Oneboard-Network eingestellt. Ich persönlich benutze gerne Kurs oben, weil ich so schlecht umdenken kann, wenn ich nach Süden fahre, dass ich dann links und nicht, also dass das links dann rechts ist. Das könnt ihr aber einstellen, wie ihr wollt. Was ich noch empfehlen kann, hier seht ihr ja die Bojen, die angezeigt sind. Wenn ihr auf einfache Ansicht klickt, dann werden die Bojen besonders groß dargestellt, nochmal schön vergrößert. Und ihr habt das zum Beispiel bei Nachtfahrten, wenn es sehr wellig ist und wenn die Sicht auch schlecht ist, dann seht ihr schon hier, dass die gefährlichen Tonnen
auch dann schön groß dargestellt sind und ihr immer euren Weg sicher auch bei Nacht findet. Die Kartenplotter-Funktion, die ist für uns Angler auch besonders wichtig, wenn wir Wegpunkte setzen wollen. Und da kann dein neues Explore ein paar Sachen, die gab es bei Humminbird noch nicht und die möchte ich dir unbedingt zeigen. Und Wegpunkte setzen, die Symbole auswählen, Farben auswählen, aber auch sie zu Gruppen zusammenfügen, sodass ich zum Beispiel Sommerhechtspots in einer Gruppe mir anzeigen lassen kann oder Winterbarschspots und so weiter. Das ist jetzt alles möglich und ich zeige dir jetzt genau, wie man es macht. Wir setzen jetzt zusammen einen Wegpunkt. Dazu halten wir an einer Stelle gedrückt und jetzt seht ihr schon hier, das ist unser Menü. Hier ist ein Standard-Wegpunkt-Symbol und Farbe ausgewählt und hier sind auch unsere vorinstallierten Favoriten, nämlich hier ist Kraut, ein Einzelfisch, ein Fischwarm, Holz und ein Steinhaufen. Wir können das jetzt alles verändern. Hier sind die Icons. Hier können wir zum Beispiel das Icon 4, das ist jetzt auf Holz. Das lassen wir auch mal auf Holz. Und unser Standardwegpunkt, den können wir auch auf zum Beispiel ein Schiffswrack oder eine Muschel oder was auch immer wir wollen einstellen. Ich nehme jetzt mal hier einfach einen hechtartigen Fisch, die grüne Farbe und dann ist das hier eingestellt. Wenn wir jetzt hier auf Schließen drücken, können wir das schließen, aber wir können auch noch alle Informationen aufrufen, die dazu diesem Wegpunkt, die es dazu gibt. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier den benennen, die Tiefe und so weiter. Und ein paar Sachen sind noch offen gelassen und das ist das Tolle. In der Software ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Hier können noch viele tolle Funktionen hinzukommen. Also ich sage jetzt mal Hechtspot und jetzt steht da Hecht. Und hier, wenn wir da mal ein bisschen ranzoomen, steht da auch Hecht. Ich mache jetzt mal spaßeshalber noch ein paar mehr. Hier mache ich noch einen. Und hier mache ich auch noch einen. Alles klar. So, das Tolle an der neuen Software ist, dass ich jetzt im Nachhinein mehrere Wegpunkte markieren kann. Da habe ich hier oben auf dieses Datensymbol geklickt, Zeichnen zum Auswählen und dann benutze ich die Lasso-Funktion. Und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen, ich könnte die jetzt komplett nochmal bearbeiten, das Symbol, die Farbe und so weiter. Ich könnte sie jetzt eben auch gruppieren und das mache ich jetzt. Ich könnte sie jetzt zum Beispiel auch Hechtspots taufen, diese Gruppe. Speichern. Und jetzt ist sie abgespeichert als Hechtspots. Jetzt gehe ich mal ganz raus. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier einfach mal meine ganzen Daten aufrufen und nach zum Beispiel Gruppen sortieren. Zack. Und jetzt tauchen sie hier auf. Jetzt habe ich wirklich nur die, die ich gerade als Hechtspots auch gruppiert habe. Und ja, kann da zum Beispiel die anfahren lassen von meinem Bugmotor, wie ich das will. Ich kann sie aber auch ein- und ausblenden oder exportieren und importieren. Und wo wir gerade von Importieren reden, wenn ihr Freunde habt mit Lowrance oder Garmin Echoloten, dann könnt ihr auch von diesen Fremdherstellern Wegpunkte hier in euer Explore importieren. Super praktisch sind auch die 3 One-Boat-Netzwerkknöpfe. Wir kennen das schon von anderen Modellen, dass man sich seine Lieblingsansichten auf Schnellwahltasten einstellen kann, dass man dann immer schnell dahin kommt, wo man will.
Aber das ist jetzt noch besser geworden. Man kann nämlich auch in seinem Netzwerk gewisse Bugmotorfunktionen einfach auf diese Tasten belegen. So braucht man auch nicht mal mehr die Fernbedienung in die Hand nehmen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das einstellt. Richtig cool ist, oder nochmal, das sind die Onboard-Network-Tasten. Die mittlere steht etwas weiter raus, sodass man immer schnell erkennen kann, auf welcher Taste der Finger liegt. Wenn ich lange darauf drücke, öffnet sich das Menü. Ich habe jetzt hier die erste schon auf den Driftmodus gelegt für den Bugmotor. Ich zeige euch jetzt, was noch alles möglich ist. Hier die Ansichten, da wähle ich jetzt einfach eine aus und dann ist die eingestellt. Aber das Coole ist jetzt, dass ich zum Beispiel beim Trolling-Motor, der angeschlossen ist, eben Autopilot, Spotlock, Driftmodus, also das Ankern auf Knopfdruck vom Echolot aus, ist natürlich der Wahnsinn. Das zeige ich euch jetzt mal. Seht ihr, wir sind hier gerade einfach nur am Driften. Wir haben jetzt diese Taste belegt. Ich drücke drauf und zack, wir sind im Spotlock-Modus. Und den kann ich auch wieder ausschalten. Super praktisch, einfach mit diesen Schnellwahltasten. Eine geniale Funktion von Humminbird ist auch die Autochart-Funktion. Und da könnt ihr diese Zero-Lines-Karte kaufen. Grundsätzlich kann jedes Humminbird-Echolot selbst eine Tiefenkarte erzeugen. Und das kann der interne Speicher ungefähr so 8 Stunden lang mit einer Fläche von ungefähr 2 Fußballfeldern. Wenn das erreicht ist, würde er das wieder überschreiben. Aber wenn die ganze Arbeit nicht umsonst sein soll und wenn ihr Spaß daran gefunden habt, besonders auch an unkartografierten Gewässern macht das Sinn, dann könnt ihr eine Speichererweiterung kaufen in Form dieser Zero-Lines-Karte. Und was man da alles einstellen kann und was das für Vorteile auch für Leute mit einem Minn Kota Bugmotor im Netzwerk hat, das zeige ich euch jetzt. Ich habe die Karte jetzt in meinen zweiten Kartenschacht eingelegt und jetzt hat er sie auch erkannt und möchte gerne alle internen Daten natürlich auf die Speicherkarte draufschieben. Das erlaube ich ihm natürlich. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Hier seht ihr schon, ein paar Mal bin ich schon hier lang gefahren. Und was ich aber jetzt machen muss, ich muss noch zusätzlich als Kartenquelle hier die Navionics noch auswählen, die ich vorhin auch noch eingelegt hatte. Jetzt gehen wir hier rein. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich werfe jetzt mal den Motor an und fahre ein bisschen. Da können wir jetzt hier im Netzwerk natürlich wunderbar auf den Bugmotor zurückgreifen. Da löse ich mal den Anker und schalte ihm den Propeller ein. Und wir fahren. So, das Tolle ist, dass wir jetzt hier bei den Autochart-Daten immer mit nebenbei aufzeichnen können, wenn wir zum Angeln unterwegs sind. Und wir können auch hier die Transparenz uns anzeigen lassen. Also beispielsweise über der Navionics-Karte. Ich tippe da mal ganz lang, jetzt habe ich mich vertippt, tippe ich mal ganz lange hier drauf. Oder ich kann auch einfach diesen Regler hier verschieben und dann seht ihr schon, wie die Transparenz abnimmt oder zunimmt. Ich drehe die jetzt mal richtig auf, damit ihr eben auch seht, was ich sehe. Wenn ihr hier solche Flecken drin habt, dann möchte ihr euch da besonders harten Boden darstellen. Brauchen wir heute nicht. Wir zeichnen jetzt auf. Das seht ihr auch, dass da, wo wir lang gefahren sind, quasi eine Spur jetzt
zu sehen ist. Ich werde jetzt mal den Autopilot, damit ich nicht die ganze Zeit steuern muss, ein bisschen verschieben, um euch etwas ganz Tolles zu zeigen. Die Funktion heißt Follow the Contour und die funktioniert mit den selbst aufgezeichneten Tiefendaten. Jetzt sind wir in einem interessanten Bereich angekommen, wo ich gerne möchte, dass der Bugmotor mich diese Tiefenlinie entlang fährt, in einer gewünschten Geschwindigkeit. Jetzt drücke ich hier auf Menü, gehe auf Navigation, auf Folgen, Tiefenlinie und dann schlägt er mir auch schon die Tiefenlinie vor. Ich könnte jetzt hier noch einen Versatz einstellen, das mache ich aber nicht. Ich klicke jetzt hier auf die lilafarbene Linie und hier sehen wir schon, das ist jetzt der direkte Weg zur Kontur. Die wird er jetzt hier auch aufsuchen und das muss ich ihm natürlich ermöglichen, indem ich ihm den Propeller anmache. Ich kann jetzt richtig geilerweise per Tempomat-Funktion ihm eine Geschwindigkeit einstellen, in der er diese Tiefenlinie abfahren wird. Egal von wo der Wind kommt, egal wo die Strömung herkommt. Das kann ich natürlich auch machen mit einem iTrack, den ich selbst aufgezeichnet habe und natürlich beim Driftmodus. Ich kann jederzeit auf Ankern drücken und den Anker lösen und er wird dann immer trotzdem danach noch weiter diese Linie abfahren. Ich gebe mal ein bisschen Gas, damit ihr das schön sehen könnt. Aufzeichnen müssen wir dabei nicht. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, und wie ihr seht, der folgt jetzt sauber der Kontur. Das Echolot hier ist ungefähr 4 Meter von dem Bugmotor entfernt und der Bugmotor befindet sich also weiter vorne und fährt ganz sauber diese Tiefenlinie ab. Sehr, sehr praktisch. Also, ihr seht hier dieses Stecknadelsymbol. Wenn ich das aktiviert habe, dann bleibt immer hier diese Seitenleiste da. Wenn ich da drauf drücke, dann seht ihr, dann wird das weiß und gleich wird das verschwinden. Und jetzt habe ich wieder alles zur Verfügung. Wenn ich schnell in eine andere Ansicht wechseln möchte, dann drücke ich auf das Sternchen und dann habe ich hier meine 8 Favoriten. Dann drücke ich da wieder drauf, dann ist es weg. Und was ganz interessant ist, hier oben in der Ecke seht ihr so einen gelb hinterlegten Pfeil. Und das zeigt mir immer, dass ich hier in einer vergrößerten Einzelansicht von meinem Splitscreen bin. Wenn ich also hier wieder mit beiden Fingern drauf drücke, dann komme ich wieder zurück in meine Ansicht, die wir uns gerade in den Splitscreen, den wir uns gerade zusammen konfiguriert haben. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick für Side Imaging. Und da ist es im Prinzip ganz einfach. Im Süßwasser profitiert man am meisten von der Mega-Ansicht. Das bedeutet also, dass man um 1,2 Megahertz die Frequenzen chirpt, also ein Frequenzband gesendet wird. Beim Explore wird ein Kompakt Mega Side Imaging Plus Geber mitgeliefert, der 455 Kilohertz senden kann und im Megahertz-Bereich. Ich habe hier noch einen Geber vom Apex, der kann auch noch 800 Kilohertz. Das benutze ich aber so gut wie nie. Für Süßwasser einfach die beste Detailstufe wählen im Megahertz-Bereich. Nochmal schnell ein kleiner Exkurs zum Side Imaging und zu den Frequenzen. Je höher die Frequenz, desto
detailgenauer ist das, aber je kleiner ist auch meine Reichweite. Die reicht aber mit 30 bis 40 Metern hier im Süßwasser, oberhalb von 10 Meter, aber ganz locker, um richtig toll Fische seitlich vom Boot zu erkennen. Die Frequenz um 455 Kilohertz, die spielt besonders eine Rolle im Salzwasser, wenn man da ein bisschen mehr Kraft auf der Welle braucht, ein bisschen höhere Reichweite, man aber auf Detailgenauigkeit verzichten kann. Jetzt stellen wir zusammen das Zeitimaging ein und ich gebe euch da ein paar Tipps mit an die Hand, wie euer Bild auch sehr schön aussehen kann. Erstmal zwischen 2 und 5 km/h habe ich festgestellt, ist bei der Scrollgeschwindigkeit hier Blättergeschwindigkeit noch nicht ganz optimal übersetzt, die optimale Geschwindigkeit, also zwischen 2 und 5 km/h ungefähr. Ich stelle mir mein Zeitimaging gerne folgendermaßen ein. Ich setze mir den dynamischen Kontrast, den schalte ich ein und ich gehe mit der Empfindlichkeit so hoch, dass es nicht Details schluckt, aber ich trotzdem hier wunderschön die hellen, härteren Bereiche von den dunklen, weicheren Bereichen unterscheiden kann. Jetzt gehe ich aber noch ein Menü tiefer. Unter Einstellungen kann ich jetzt noch ein paar Sachen einstellen. Und das eins der wichtigen Sachen ist Schärfe. Schärfe schalte ich ein und setze sie auf niedrig. Und ihr seht schon gleich, was das für ein Riesenunterschied ist. Guckt es euch nur mal an. So, zack. Und hier kann ich dann manchmal Details sehen, die ich anders nicht sehen würde. Hier ist auch ganz wichtig, wenn ihr richtig trübes Wasser habt, sehr viele Schwebstoffe, könnt ihr hier die Empfindlichkeit der Wassersäule reduzieren. Das ist direkt schon im richtigen Menü. Und dann habt ihr diesen, wie soll ich sagen, diesen Griesel, der dann da drin ist. Das sieht dann aus, wie als würde es da drin schneien. Das ist dann ausgeblendet. Dann hier noch was Schönes, was mir sehr gefällt, ist der Konturmodus. Da wird dann im Prinzip das Downimaging hier ausgeklammert und ich sehe quasi die Wassersäule unter mir gar nicht mehr. Das mache ich gerne, weil ich habe ja hier mein 2D, was mir auch quasi die Informationen zeigt, was unter mir jetzt sich befindet. Das mache ich mal, schalte ich mal ein und dann wird im Prinzip nur das, was quasi unter mir und zu den Seiten ist, angezeigt. Wir haben ja unseren Bugmotor angeschlossen. In dem Fall ist es ein Ultrex Quest. Und jetzt können wir hier zum Beispiel unsere sogenannten Overlays können wir bearbeiten. Einfach länger drauf tippen, das Overlay anwählen, was wir da verändern wollen. Und jetzt können wir hier aus einer großen Vielfalt an Daten auswählen, was wir zeigen wollen. Wir nehmen jetzt mal Minn Kota Motor und da können wir dann zum Beispiel noch einstellen, dass uns angezeigt werden soll, wie viel Prozent wir da noch haben von der Batterie. Wir könnten auch die Spannung nehmen und wir könnten auch uns anzeigen lassen, in welche Himmelsrichtung der zeigt oder auf welcher Stufe gerade der Propeller arbeitet. Für mich ist ehrlich gesagt Prozentsatz der Batterie am interessantesten. Dann weiß ich an windigen Tagen, wie viel ich noch verbrauchen kann. Jetzt zeige ich euch die Kategorie Tools. Da seht ihr schon, wir haben sehr viel zur Auswahl. Wenn wir hier eine Softwareaktualisierung vornehmen, das ist das, was ihr als erstes machen solltet, auf humminbird.com Support, Software-Updates, die richtige Software runterladen, auf eine Speicherkarte, die maximal 32 GB groß ist. Und die kommt dann hier rein und dann fragt er euch sehr wahrscheinlich, dass er ein Software-Update gefunden hat und ob er es ausführen soll. Das bestätigt ihr natürlich und dann wartet ihr ein bisschen. Und ansonsten könnt ihr das auch hier manuell auswählen
und die Software aktualisieren. So, jetzt zeige ich euch noch was richtig Cooles. Und zwar, wenn ich eine Navionics-Karte eingelegt habe, dann kann ich hier genau sehen, an welchem Punkt der Tide ich mich gerade zeitlich befinde und kann dann vielleicht meine Angelei und die Anfahrt von manchen Spots auch danach planen. Wir können uns auch anzeigen lassen, wie es gerade mit dem Mond steht, und wir können auch uns anzeigen lassen, was wir heute alles so zurückgelegt haben. Viel war es wohl nicht. Und all sowas, was wirklich interessant ist über die Zeit, um sein Fahrverhalten und so weiter ein bisschen besser kennenzulernen. Aber wenn wir einen NMEA 2000 Anschluss hier hinten, den wir haben, verwenden mit einem NMEA 2000 Netzwerk, wo wir zum Beispiel auch den Verbrennermotor mit einbinden können, dann können wir hier natürlich auch noch Kraftstoffverbrauch, aber eben auch, das zeige ich euch jetzt mal hier, wir machen jetzt mal eine neue Ansicht, zum Beispiel die hier, da können wir dann zum Beispiel hier auch die ganzen Motordaten und so weiter aufrufen und ablesen. Machen wir mal. Und da kann man halt sehr viel konfigurieren, was man da an Instrumenten alles einstellen möchte. Seht ihr hier, alle Datenquellen, die man dann hat, stehen zur Verfügung, um sie dort einzustellen. In unserem Home-Bildschirm hier können wir natürlich auch auf das OneBoat Network Symbol klicken. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, unser Telefon per Bluetooth zu verbinden. Unseren Motor, den wir ja, wie wir wissen, schon übers Netzwerk hier eingebunden haben, nebenbei, vom günstigsten Power Drive bis zum teuersten Instinct Quest, verfügen alle Minn Kota Motoren ab 2024 über die Fähigkeit, direkt mit dem Humminbird Echolot verbunden zu werden, darüber gesteuert zu werden und auch konfiguriert zu werden. Das passende Kabel ist immer schon mitgeliefert beim Motor. So, und hier seht ihr schon, hier kann ich alles Mögliche, sogar die Helligkeit der LEDs am Fußpedal regeln. Das kann ich alles einstellen und das kann ich machen, wie ich lustig bin. Sollte ich über Flachwasseranker verfügen, kann ich die auch hier verbinden und auch hierüber steuern. Das war es erstmal mit meinen ersten Tipps für euch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr solche tollen Videos als erster sehen wollt, dann lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Video.